Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute zum Thema, wie arbeite ich am besten mit KI, nämlich wie lerne ich es, in Daten zu denken. Ja, nach rund 3 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit KI habe ich tatsächlich einige Sachen gelernt, die ich heute mit euch teilen möchte. Und ich habe ja in vorherigen Videos schon erwähnt, ich bin kein gelernter Informatiker, ich habe Maschinenbau studiert und tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren dann mit dem Programmieren angefangen. Und ich habe eine Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte, die Zusammenarbeit mit KI, die Art und Weise, wie wir KI einsetzen können, wie wir auch KI-Agenten einsetzen können, tatsächlich deutlich erleichtert, nämlich das Thema Denken in Daten. Das klingt erstmal vielleicht sperrig. Ich möchte euch das einmal aufzeichnen, warum die Art und Weise, wie wir über die Eingaben und die Ausgaben, die in ein solches KI-System einfließen und die hinten wieder rauskommen, wieso es sich lohnt, da tatsächlich ein bisschen intensiver drüber nachzudenken. Wenn wir uns einmal die einfachste Form des KI-Systems vorstellen als Blackbox, das heißt, es ist ein System, wir können gar nicht reinschauen, wir wissen nicht, was das System tut. Was wir tun können, ist, wir können vorne etwas reingeben und hoffen, dass hinten etwas rauskommt. Das heißt, unsere KI, unser Sprachmodell beispielsweise, das ist sozusagen diese Blackbox, dieses System. Und wir alle kennen jetzt schon die Interaktion mit ChatGPT. Wir geben einen Text oder eine Sprache oder vielleicht sogar ein Bild vorne rein und bekommen eine Antwort entsprechend raus. So weit, so gut. Das heißt, das System ist in erster Linie relativ einfach erstmal darzustellen. Wir haben einen Input auf der Eingangsseite und wir haben eine Ausgabe entsprechend auf der Ausgabeseite. Und jetzt stellt sich die Frage: Wenn ich ein solches System tatsächlich als ein technisches System verstehe, wie es jedes andere technische System ist, dann habe ich natürlich verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, um diese Systeme bestmöglich zu nutzen. Und wir haben in den letzten 3 Jahren verschiedene Hype-Begriffe gehört, angefangen beim Prompt Engineering, das dann übergegangen ist in das Context Engineering. Und natürlich gibt es dann auch andere Ansätze, die ich hier auch schon mal vorgestellt habe, wie das Thema Retrieval Augmented Generation, RAG. Also ein Mechanismus, wie das System sich weitere Informationen aus verschiedenen Datentöpfen zur Laufzeit ziehen kann. Und das alles sind natürlich Hilfsmittel, die dazu führen sollen, dass wir einfach bessere Ergebnisse bekommen. Und letztendlich das Thema Prompt oder Context Engineering bedeutet nichts anderes, als wir versuchen, die Eingabe, die wir diesem System mitgeben, möglichst gut zu optimieren. Es gibt da natürlich verschiedene gedankliche Frameworks. Es gibt das sogenannte React-Framework, wo man dem System eine Rolle mitgibt und entsprechend auch die Aufgaben und die Ziele. Das Ganze hat sich allerdings in den letzten Jahren natürlich schon auch gewandelt. Die Modelle sind besser geworden. Die Modelle brauchen häufig weniger Händchen halten, nenne ich es mal, und können tatsächlich auch mit kurzen Prompts tatsächlich auch schon sehr gute Ergebnisse liefern. Allerdings, je weniger Information, je weniger Kontext ich einem solchen Modell mitgebe, umso mehr Interpretationsspielraum hat das Modell natürlich. Das heißt, das Modell wird etwas tun, aber es ist nicht notwendigerweise das, was ich mir dabei gedacht habe. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, die Eingabeformate zu optimieren, nenne ich es jetzt mal. Erstmal per natürlicher Sprache. Dazu würde ich also das ganze Thema Prompt Engineering zählen und das Thema Context Engineering, was letztendlich Ähnliches meint. Beim Context Engineering geht es tatsächlich noch etwas mehr darum, dass man natürlich auch verschiedene Formate mitgeben kann, verschiedene Formate in verschiedenen Strukturen und sozusagen den gesamten Kontext versucht, möglichst gut durchzudefinieren. In der Mitte haben wir das LLM. Das LLM, hatte ich ja auch schon in vergangenen Folgen erwähnt, lässt sich natürlich auch optimieren. Ich kann es nachtrainieren. Besonders anschaulich ist das bei Bildmodellen zu sehen, wenn man jetzt plötzlich neue Konzepte antrainiert, die das Bildmodell vorher nicht darstellen konnte. Das ist also etwas, das erfordert sicherlich noch etwas mehr technisches Know-how, wobei erstaunlicherweise die Modelle da auch natürlich sehr gut unterstützen können. Allerdings ist das etwas, das meistens out of scope ist für die meisten, sage ich mal, Otto-Normal-Anwender. Und die Ausgabe ist natürlich etwas, was wir im Nachgang natürlich auch optimieren können. Wir können noch einen weiteren Modelldurchgang drüber laufen lassen, um das in eine bestimmte Form zu bringen.
Aber das Spannende, was auch tatsächlich häufig zu besseren Ergebnissen führt, ist tatsächlich, wenn man sich von vornherein eine feste Struktur überlegt, in die diese Ausgabe erfolgen soll. Das heißt, ich würde das mal hier darstellen durch so einen Pfeil, der quasi von der Ausgabe in die Eingabe geht. Und es soll bedeuten, je mehr Struktur ich der Ausgabe gebe, umso besser sind letztendlich auch die Ergebnisse. Zumindest soweit die Hypothese. Aber was heißt das jetzt konkret? Was heißt es, meiner Ausgabe Struktur zu geben? Naja, im einfachsten Fall heißt es, dass man dem Modell, dem System einfach sagt, okay, ich habe folgende Aufgabenstellung, ich brauche dafür verschiedene Inhalte in einer fest definierten Struktur. Man kann sich das vorstellen, wie man das bei einem Word-Dokument beispielsweise machen würde. Man hat eine Einleitung, man hat einen Hauptteil. Der Hauptteil besteht aus fest definierten Blöcken und dann habe ich vielleicht einen Schlussteil, eine Zusammenfassung. Und das Ganze kann man natürlich im Vorhinein beschreiben als eine Art Spezifikation, nenne ich es jetzt mal. Und dann wird sich das Modell versuchen, an diese Form zu halten. Bei lokalen, kleineren Modellen kann es sein, dass es da etwas mehr Überzeugungsarbeit benötigt, weil diese Modelle einfach nicht in der Breite so leistungsfähig sind, notwendigerweise wie die großen, von den Hyperscalern gehosteten Modelle. Allerdings muss man auch hier sagen, die Spanne ist gar nicht so groß, wie man immer meint. Also auch mit lokalen Modellen kann man tatsächlich erstaunlich viel erreichen. Das hatte ich hier ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und im einfachsten Fall geht es also darum, wirklich die erwünschte Ausgabe zu strukturieren. Das hat nämlich den großen Vorteil, wenn ich eine fest definierte Struktur habe, kann ich das Ganze natürlich deutlich einfacher vergleichen. Wenn ich jetzt beispielsweise 2 unterschiedlichen oder 3 unterschiedlichen Systemen den gleichen Prompt mitgebe, aber definiere, wie die Struktur auszusehen hat, fällt es mir als Nutzer natürlich am Ende des Tages deutlich einfacher, diese Ergebnisse auch zu vergleichen. Wenn ich sehe, okay, Einleitung von Modell A gegenüber Einleitung vom Modell B beispielsweise, das ist deutlich einfacher, als wenn ich jetzt 2 oder 3 Mal einen kompletten Fließtext mir ausgeben lasse. Das ist also sozusagen Schritt 1 erstmal, der von jedem im Prinzip angewendet werden kann. Also das Thema gut durchdachte Struktur. Und das ist sicherlich etwas, das würde ich behaupten, das kann jeder machen. Das ist also Schritt 1. Und was ich einmal zeigen möchte, ist, ihr müsst euch diese Struktur ja gar nicht selber im Detail überlegen, sondern ihr könnt im einfachsten Fall tatsächlich sagen, ich brauche einen guten Prompt mit einer super Struktur für die Erstellung von Sitzungsprotokollen. So, das kann man natürlich jetzt deutlich ausführlicher noch schreiben. Also das ist jetzt sicherlich nicht genug Kontext, um daraus jetzt das allerbeste Ergebnis zu machen. Aber ChatGPT wird natürlich jetzt das versuchen zu interpretieren und wird mir einen Vorschlag erarbeiten. Und ich kann diesen Vorschlag natürlich dann weiter verfeinern. Ich kann vor und zurück gehen, das kennen wir alle, bis ich dann zufrieden bin. Aber ich kann die Struktur dann natürlich wiederverwenden. Also jedes Mal, wenn es jetzt darum geht, ein neues Sitzungsprotokoll zu machen, kann ich diese Struktur wiederverwenden und das Ganze dann in eine deutlich vergleichbare Art und Weise überführen. Und wir sehen hier einen Vorschlag für einen Prompt. Also er nutzt quasi hier auch so eine Art React-Framework, wie wir das kennen. Der Begriff ist ein bisschen albern, weil es geht einfach nur darum, dass man eine gute Struktur und verschiedene Bereiche in seinem Prompt einbaut. Aber wir sehen, das könnten wir jetzt nutzen und verfeinern. Also ihr braucht quasi selber nicht auf der grünen Wiese anfangen, das ist ja schon klar. Seit 3 Jahren, glaube ich, haben es alle verstanden oder mittlerweile haben es alle verstanden, dass wir für bestimmte Aufgaben jetzt immer erste relativ gute Vorschläge nutzen können. Und so ist das natürlich auch für das Thema Struktur, für das Thema Prompting. Das ist also Schritt 1, wenn es darum geht, in Strukturen zu denken. Ich würde jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich, ich hatte am Anfang des Videos ja gesagt, Denken in Daten. Was meine ich damit, Denken in Daten? Also es gibt den Begriff Computational Thinking, der im Prinzip verdeutlicht, dass wenn man Programmieren lernt, dass man natürlich auch lernt, wie Computer funktionieren, wie man Prozesse durchstrukturieren muss, wie logische Verschachtelungen funktionieren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche, wo man dieses logische Denken anwenden kann. So ähnlich ist das auch mit diesem Konzept des Denken in Datens. Da geht es mir aber tatsächlich darum, wirklich zu verstehen, dass wenn ich bestimmte Datenstrukturen nutze, dass ich dann damit rechnen kann, dass diese Systeme einfach besser funktionieren können. Diejenigen, die von euch schon länger programmieren oder die vielleicht sogar Informatik studiert haben, für die wird das wahrscheinlich komplett trivial sein. Für euch ist das etwas komplett Natürliches, wenn ihr über Systeme, über Prozesse nachdenkt, dass ihr auch automatisch über die notwendigen Datenstrukturen nachdenkt. Das ist aber etwas, was man jetzt, sage ich mal, als Nicht-Informatiker
erstmal lernen muss und erstmal verstehen muss. Und es ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass man dadurch tatsächlich sehr vieles optimieren kann und dass man dadurch auch bewerten kann, welche Art von Arbeit und welche Art von Arbeitsprozess sich denn ideal automatisieren lässt und wo es dann vielleicht tatsächlich doch noch sehr schwer ist, das Ganze zu automatisieren. Und ich möchte das am Beispiel von weit verbreiteten sogenannten semi-strukturierten Datenstrukturen aufzeigen. Es gibt verschiedene Formate, die genutzt werden. Es gibt das sogenannte JSON-Format, was ursprünglich aus der JavaScript-Programmiersprache entwickelt wurde, aber mittlerweile einfach in allen Programmiersprachen genutzt wird und auch in der Nutzung des Internets ein essentieller Bestandteil ist, weil diese Art Datenstrukturen werden permanent hin und her geschickt von Servern zu Clients, um dadurch tatsächlich uns Inhalte dann in unseren Browsern anzuzeigen beispielsweise. Und es gibt noch andere Formate, es gibt das YAML-Format oder das TOML-Format, die alle das Gleiche zum Ziel haben, nämlich Daten zu strukturieren, aber in einer Form, die immer noch für einen Menschen lesbar ist. Und ich werde euch das einmal zeigen. Ich habe tatsächlich mir ein eigenes kleines Tool gebaut, um das Ganze zu verdeutlichen. Ja, ich habe mir dafür tatsächlich einfach für Anschauungszwecke ein kleines Tool gebastelt, was ihr hier seht, was die Besonderheit hat, wir haben auf der linken Seite die Datenstruktur in einem jeweiligen Format und auf der rechten Seite haben wir das Gleiche einmal dargestellt als eine Art Formular, wie wir es als Menschen auch aus dem Alltag kennen. Und anhand dieses Beispiels lässt sich sehr schön verdeutlichen, wie man diese Datenstrukturen erstmal aufbauen kann und was man dann auch damit machen kann und was man da hinterher in der Anwendung machen kann. Dazu komme ich dann im Anschluss noch, um euch zu zeigen, wie das Ganze dann zusammengeführt wird. Also wir haben hier links zu sehen ein JSON-Format, das ist jetzt ein Beispielformat über eine Person. Da haben wir Adresse beispielsweise, wir haben Kinder und wir sehen schon, Kinder sind ineinander verschachtelte Strukturen. Man kann also mehrere Kinder haben mit entsprechend jeweiligen Namen dabei. Und wenn ich jetzt hier mir das Ganze mal als TOML-Datei anzeigen lasse, wie gesagt, das sind sehr ähnliche Datenformate, die sehen einfach ein bisschen anders aus. Dann verändert sich hier links einfach nur das Formular, weil die Reihenfolge nicht identisch ist, aber die Inhalte sind identisch. Ich kann also die Formate problemlos von einem ins andere übertragen, auch wenn jedes Datenformat einige Besonderheiten mit sich bringt. Aber im Grunde genommen lassen sich die Datenformate problemlos ineinander übertragen. Und hier haben wir das jetzt zum Beispiel nochmal als YAML dargestellt. Bei YAML ist die Besonderheit, ähnlich wie bei der Python-Programmiersprache, arbeitet man da mit Whitespaces. Das heißt, man muss die Sachen einrücken, um denen eine Bedeutung zu geben. Und ich kann jetzt einfach mal zeigen, wenn ich jetzt hier statt Springfield München eingebe, dann seht ihr auch hier, das ändert sich hier entsprechend in der Datenstruktur und ich kann hin und her springen, um das Ganze entsprechend dann einfach mir in den unterschiedlichen Sachen anzeigen zu lassen. Ist sicherlich eine Präferenzsache, womit man arbeitet. Das Schöne ist, LLMs können alles davon. Also sie können JSON, TOML, YAML, das ist ganz egal. Und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, auf LinkedIn oder Twitter haben einige Leute einige Zeit tatsächlich sogar Prompts im JSON-Format benutzt, insbesondere für Bildgenerierungsmodelle, weil man dadurch natürlich Dinge relativ gut definieren kann. Und ähnlich könnte man sich das auch für ein solches Protokoll vorstellen. Der große Vorteil an der Nutzung solcher Datenstrukturen ist nämlich folgender. Wenn ihr das Ganze jetzt bei euch im Unternehmen beispielsweise in die IT-Infrastruktur einbetten möchtet, wenn ihr also eine Art KI-basierte Automatisierung durchführen möchtet, die abhängig ist von nachgelagerten Prozessen oder auch von vorgeschalteten Prozessen, dann braucht ihr diese strukturierten Daten, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich Dinge auch zu validieren, auch festzustellen, habe ich denn jetzt wirklich auch alle Inhalte, die ich brauche. Natürlich kann man versuchen, alles immer über KI-Bausteine zu lösen, aber wenn man immer mehr KI-Bausteine miteinander verschachtelt, hat man natürlich das Problem einerseits der Nachvollziehbarkeit deutlich weniger gegeben und man hat trotzdem immer am Anfang oder am Ende immer noch die Notwendigkeit, das Ganze in bestimmte strukturierte Daten umzuwandeln. Ich hatte das Thema Dienstreise zum Beispiel einmal gezeigt in einem alten Video und da habe ich genau diesen Ansatz genutzt. Also ich habe per natürlicher Sprache beschrieben, wie die Dienstreise ablaufen soll, wo ich hin möchte, wann das startet, wann es endet. Das Ganze wurde überführt in ein JSON-Format und konnte dann weitergegeben werden an eine nachgelagerte Automatisierung, die gar nichts mehr mit KI zu tun hatte. Denn die hatte jetzt alle notwendigen Inputdaten. Und das ist tatsächlich das, was ich bei KI besonders wertschätze, nämlich wir können aus unstrukturierter, natürlicher Sprache solche strukturierten Daten erzeugen. Ich verdeutliche das jetzt ganz einfach mal, indem ich jetzt ihm sage, gib mir das bitte als JSON.
Und er wird verstehen, was ich damit meine. Also es wird jetzt einfach nur seine Zeit dauern, das Modell denkt darüber nach und wird mir dann dieses Format entsprechend übergeben. Und wir können gleich tatsächlich das Ganze dann einfach mal auch in mein Tool übertragen, um das uns anzuschauen, wie das aussehen würde. Also wir haben jetzt quasi hier einen Prompt dann im JSON-Format. Ist auf jeden Fall gültiges JSON, ansonsten könnte mir das gar nicht hier angezeigt werden. Und ich kann mir das Ganze dann in einem Rutsch direkt hier auch als Toml, YAML oder was auch immer anzeigen lassen. Ihr seht auch, wir haben hier tatsächlich so verschiedene Funktionen. Also wir haben jetzt hier das Thema True und False. Das ist nämlich tatsächlich ein weiterer Aspekt von strukturierten Daten. Die haben nicht nur eine Struktur, sondern jeder einzelne Eintrag kann auch ein fest definiertes Format haben. Es kann also ein sogenannter Boolean-Wert sein. Diejenigen, die programmieren, wissen, was gemeint ist. Also wahr oder falsch, 1 oder 0, ja oder nein, unterscheidet sich von Sprache zu Sprache, aber es gibt einfach nur diese beiden Werte. Ich kann natürlich auch eine Spanne angeben. Ich kann also sagen, es soll eine Zahl sein, eine ganze Zahl beispielsweise, ein Integer. Und man kann tatsächlich mit Hilfe von sogenannten Schemata dann auch mehr Informationen festlegen. Man kann festlegen, welche Spanne man beispielsweise abbilden darf, welche Spanne zulässig ist. Man kann festlegen, welche Werte zulässig sind. Das heißt, es kann Text sein, aber es können nur fest definierte Begriffe zulässig sein. Und das ist tatsächlich schon extrem mächtig. Also wir sehen hier erstmal, das ist quasi die Eingabe. Jetzt fragen wir uns aber, wie können wir das Ganze denn jetzt entsprechend mit anderen Systemen verknüpfen? Und das ist das Schöne, durch diese strukturierten Datenformate müssen wir unsere Schnittstellen einfach so definieren, dass wir ein Schema vorgeben für diese Schnittstelle und dann haben wir die Möglichkeit tatsächlich mit Systemen zu kommunizieren. Und das Gute ist auch, es müssen nicht immer alle Daten enthalten sein. Das kann man in diesem Schema festlegen. Welche Daten sind verpflichtend anzugeben, welche Daten sind optional und die optionalen Daten können dann entsprechend auch weggelassen werden. Und wie man quasi aus unstrukturierten Daten strukturierte Daten macht, das kann man natürlich einfach mit dem Chatbot hier machen, wie gezeigt. Aber in Automationen ist das Ganze natürlich interessanter, das entsprechend programmatisch ablaufen zu lassen. Und da zeige ich einmal ein Beispiel. Und ich führe jetzt erstmal eine stumpfe Websuche durch, also eine Websuche über mich selber. Ihr seht, ich habe jetzt eine Websuche durchgeführt, ich bekomme diese Inhalte angezeigt. Das ist im Prinzip vergleichbar mit einer Google-Suche. Was ich aber jetzt machen kann, ist, ich kann das Ganze quasi an ein weiteres System geben. Und auch da habe ich für mich selber eine kleine Lösung entwickelt, um das Ganze in strukturierte Daten zu übertragen. Das wird jetzt eine Weile dauern, das nutzt ein lokales Modell, das heißt, das Modell muss jetzt erstmal in den Speicher meines Laptops geladen werden und dann wird es versuchen, strukturierte Daten zu extrahieren. Und welche Daten es versucht zu extrahieren, das werdet ihr gleich sehen, beziehungsweise wir werden das Ergebnis erstmal sehen und dann gucken wir uns tatsächlich an, was denn das KI-Modell, was dahinter liegt, für eine Anweisung hat und mit welchen strukturierten Daten es arbeiten darf. Genau, hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Wir können das Ganze noch einmal versuchen, uns ein bisschen schöner anzeigen zu lassen. Und wir sehen, das ist jetzt sozusagen die Inhalte, die das Modell sicher extrahieren konnte vom Eingabetext, wie das bei LLMs so üblich ist. Wenn ich jetzt die Suche nochmal durchführen lassen würde mit den gleichen Parametern, kann es durchaus sein, dass da ein unterschiedliches Ergebnis bei rauskommt. Einfach, weil natürlich LLMs im Standard nicht notwendigerweise deterministisch agieren, sondern wir jedes Mal ein etwas anderes Ergebnis, eine etwas andere Vorhersage bekommen können. Aber wir sehen, ich habe das Ganze jetzt in strukturierter Form und das wiederum könnte ich jetzt zum Beispiel in mein ERP-System, in mein SAP oder in Pipedrive oder was auch immer es ist, extrem einfach überführen. Natürlich könnte man jetzt einen Überprüfungsschritt integrieren, wo ich quasi als Anwender noch einmal drüber gucken kann, okay, passt das überhaupt oder entdecke ich da zum Beispiel jetzt schon einen Fehler. Aber dadurch werden tatsächlich sehr viele Automatisierungen ermöglicht. Und wie das Ganze funktioniert und was es für eine Anweisung hat, das schauen wir uns noch einmal an. Und zwar arbeiten wir hier mit sogenannten JSON-Schemas. Das, was wir gesehen haben, ist das Thema Contact Details. Und letztendlich sieht das so aus, man hat tatsächlich ein fest definiertes Schema. Und in diesem Schema werden verschiedene Properties, verschiedene Eigenschaften angegeben. Zum Beispiel Name, was ein Name ist, dass es ein Objekt ist. Es hat eigene Properties, es hat also den Ganznamen, es hat First Name, Middle Name, Last Name. Hier kann man natürlich überlegen, macht es überhaupt Sinn, dieses Full Name aufzuführen oder würde man das weglassen, weil man den Full Name ja immer aus den Einzelbestandteilen zusammensetzen kann. Man hat sowas wie zum Beispiel den Titel, den man angeben kann, Jobbeschreibung, das Unternehmen, die Abteilung, in dem jemand arbeiten kann. Und das bekommt das Modell mit als Vorlage
und den Auftrag, das möglichst gut in diese Vorlage zu bringen. Die verschiedenen Anbieter bieten dafür tatsächlich auch definierte Schnittstellen. OpenAI hat einen sogenannten Structured Output Mode, wo man ein solches JSON-Schema angeben kann, und sie versichern einem dann, dass das Modell sich möglichst an dieses Schema halten soll. Anthropic und die anderen Anbieter machen das sehr ähnlich. Und auch mit lokalen Modellen ist es tatsächlich auf verschiedene Art und Weisen möglich. Ich habe das in diesem Beispiel tatsächlich über eine automatische Prompt-Optimierung machen lassen. Also es gibt Ansätze, die da genutzt werden können, um das Modell mehrere Versuche durchlaufen zu lassen, und am Ende wird der beste Prompt ausgewählt, und das ist dann der Prompt, den man verwenden kann. Wir schauen uns mal an, wie so ein Prompt tatsächlich dann aussieht. Und zwar haben wir hier den besten Prompt für das Thema Kontaktextraktion, und wir sehen schon, wir haben hier tatsächlich schon ein langes Dokument, fast 100 Zeilen lang, und davon habe ich keine Zeile Prompt selber geschrieben, sondern der initiale Prompt, mit dem losgelegt wird, es sind 2 Sätze, in denen kurz beschrieben wird, du sollst strukturierte Daten extrahieren, du kriegst eine Formatvorlage, leg los. Und nach dieser Optimierung, die durchlaufen wird, erhält man am Ende einen solchen sehr ausführlichen Prompt. Und wie ihr seht, das ist sicherlich etwas, wenn ich das jetzt selber hätte schreiben müssen, hätte ich wahrscheinlich lange dran feilen können. Und dazu nutze ich eine Bibliothek, die nennt sich DSPy. Wenn euch das grundsätzlich interessiert, dann können wir da in einem zukünftigen Video nochmal intensiver drauf gehen, was DSPy ist, was man damit machen kann, weil das tatsächlich gerade für dieses Thema Optimierung ein sehr schöner Ansatz ist. Es gibt auch noch einen Ansatz, in dem man das Modell zwingt, sozusagen ein bestimmtes Vokabular zu nutzen. Bei zum Beispiel Llama CPP, das ist ja eine lokale Engine, mit der ich LLMs betreiben kann, gibt es sogenannte Grammar-Files, und diese Grammar-Files geben vor, wie eine Ausgabe auszusehen hat. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht ganz wild aus und ist nicht ganz einfach vielleicht erstmal zu begreifen, was es damit auf sich hat. Es ist aber letztendlich tatsächlich relativ gut erklärbar. Im Normalfall ist es so, dass ein LLM ein riesiges Vokabular hat. Und zwar alle Tokens, die in diesem Vokabular sozusagen erhalten sind, können genutzt werden, um eine Wahrscheinlichkeit für dieses jeweilige Token vorherzusagen. Das heißt, bei jedem Durchgang berechnet das Modell, wie wahrscheinlich ein Token aus dem eigenen Vokabular ist. Man kann sich das vorstellen wie so einen großen Sack an Vokabular. Wir können es der Einfachheit halber mal als Wörter bezeichnen. Wir haben also einen riesen Sack voller Wörter, oder stellt euch vor, wie bei Scrabble, ihr habt einen riesigen Sack und da sind einzelne Buchstaben drin. Nur, dass es jetzt keine Buchstaben sind, sondern Wörter bzw. Wortfragmente. Wir können jetzt aber zur Laufzeit, zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit, können wir einzelne Wörter aus dem Vokabular wegnehmen und dem Modell das gar nicht zur Auswahl geben. Und indem wir das machen, können wir tatsächlich uns bei jedem Schritt anschauen, wie ist mein Schema, das ich befolgen kann, wie ist dieses Grammar-File für Llama CPP beispielsweise aufgebaut, und man gibt dem Modell zu einem Schritt nur die jeweils zulässigen Tokens. Wie genau das aussehen kann, das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein JSON-Schema als Ausgabe fest definiert. Dann weiß man, dass das erste Zeichen diese geschwungene Klammer sein muss, beispielsweise. Das heißt, man gibt nur diese geschwungene Klammer als Auswahlmöglichkeit. Genau. Hier sehen wir nämlich einmal dieses sogenannte Railroad-Diagramm, und da kann man sich das sehr schön vorstellen. Bei JSON ist es so, das erste zulässige Zeichen ist eine geschwungene Klammer. Danach habe ich die Möglichkeit, ich kann entweder ein Whitespace einbauen, also beispielsweise ein Leerzeichen oder ein Tab. Und dann kann ich tatsächlich im einfachsten Fall auch wieder die Klammer zumachen, und dann habe ich ein gültiges sogenanntes JSON-Objekt. Das heißt, meine Grammatik-File würde das als zulässig deklarieren. Ich kann aber auch nach dem Whitespace einfach anfangen, einen Text zu schreiben, und das Ganze wird dann hier, wie man sieht, weiter durchlaufen. Und es ist sehr schön daran tatsächlich dann zu sehen, welche Möglichkeiten man überhaupt hat. Und so funktioniert das dann, wenn man diesen Structured Output Mode bei Llama CPP beispielsweise verwendet. Das heißt, der Sack Wörter wird zu jedem Zeitpunkt der Berechnung einfach aussortiert oder verkleinert. Man schmeißt alles raus, was nicht zulässig ist, und man zwingt das Modell damit sozusagen wirklich immer dieses Schema zu befolgen. Das kann einen Nachteil haben, nämlich dass das Modell dann, sag ich mal, sehr stark eingeschränkt wird und die Kreativität und vielleicht auch die Genauigkeit leidet. Es ist aber, wie gesagt, nur einer der Ansätze. Also der andere Ansatz ist über Prompt-Optimierung, ist so weit zu optimieren, dass das Modell einfach es sozusagen aus dem Prompt lernt, immer die richtige Struktur zu verfolgen,
Und letztendlich ist es auch viel mit Trial and Error verbunden. Gerade in den Anfangszeiten gab es interessante Memes dazu, wie dieses Meme hier, nämlich, dass man quasi dem Modell per Prompt sozusagen betteln musste, dazu gültiges JSON auszugeben. Also, wie man hier lesen kann, Bro, please respond in valid JSON format without errors and make super sure that the syntax is extra correct. I'm begging you, and please, pretty please don't make up answers. My career depends on it, bro. Ganz so verzweifelt müssen wir es heutzutage nicht mehr handhaben, aber es ist dennoch tatsächlich mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber wenn man diese Arbeit reinsteckt, dann kann man auch tatsächlich mit deutlich besseren Ergebnissen rechnen. Und am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, geht es wirklich darum, dass ihr in Zukunft, wenn ihr Arbeitsprozesse betrachtet, wenn ihr euch überlegt, was automatisiert werden kann, dann versucht euch zu überlegen, okay, habe ich die Möglichkeit, diesen Prozess in einer Art Struktur auszudrücken? Habe ich die Möglichkeit, einzelne Felder wirklich sehr fest zu beschreiben? Ist es vielleicht so? Bei der Dienstreise ist es de facto so. Wir wissen, wir haben bestimmte Eingaben, die wir tätigen müssen. Die sind fest vorgegeben, fest verpflichtend. Und das sind tatsächlich Prozesse, die lassen sich natürlich dadurch super gut automatisieren. Andere Prozesse, die vielleicht eher kreativ sind und wo man sehr schwer eine fest definierte Struktur immer vorgeben kann, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach, so etwas dann darauf anzuwenden. Aber schaut euch das Thema mal an. Ich würde behaupten, je mehr man damit interagiert und je mehr man ausprobiert, solche Dinge zu nutzen, umso besser werden am Ende auch die Ergebnisse. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, dass ihr zum Beispiel intern mit eurer IT-Abteilung darüber sprechen müsst, wie man bestimmte Automatisierung tatsächlich umsetzen kann. Ich glaube, unabhängig davon, wie sich die KI entwickelt, kann so etwas nur hilfreich sein, dass man neue Ansätze sich anschaut, dass man neue Arten des Denkens auch sich aneignet. Denn am Ende des Tages ist es das, was wir haben. Wir haben unser Gehirn und das sollten wir auch tunlichst trainieren, so ähnlich wie viele es dann auch im Fitnessstudio machen beim Gewichteheben. Also selbst wenn die KI immer besser wird und solche Tricks und solche Ansätze vielleicht auch irgendwann tatsächlich dann gar nicht mehr notwendig sind, weil die KI sich selber ihren Weg quasi durch alle Systeme sucht, da sind wir heutzutage noch nicht ganz. Und deshalb glaube ich, dass es so oder so sehr hilfreich ist, solche Denkansätze sich genauer anzuschauen. Ich hoffe, dass dieses vielleicht doch eher technische Video euch gefallen hat. Wenn ihr grundsätzlich Interesse habt an solchen Deep Dives zu bestimmten Themen, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich, wie gesagt, lerne auch jeden Tag mehr und mehr über das Thema, erschließe mir neue Ansätze und es macht mir natürlich sehr viel Spaß. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich darüber auszutauschen und auch in der Breite den Leuten klarzumachen, wie diese Systeme tatsächlich gut eingesetzt werden können, damit wir am Ende davon auch alle den maximalen Vorteil haben. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es heißt Inside AI. Ihr kennt die ganzen Buttons bei YouTube, klickt gerne auf ein Like, abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr möchtet, dass YouTube euch unsere Videos auch in Zukunft anzeigt. In diesem Sinne, ciao!